Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir schauen heute mal nach, was so angerichtet worden ist auf meinen Accounts nach dem Achievement, was wir uns gegönnt haben. Und ja, ich habe mich ja wirklich sehr lange vor gefürchtet. Und zuerst schauen wir mal hier auf W27 auf dem Battle Mage. Hier sehen wir, sind wir auf Rang 21 gedroppt. Ja, das geht eigentlich noch einigermaßen. Und sind jetzt hier bei 559.000 Ehre. Wenn wir mal hier gucken, das ist der Screenshot aus dem Video von gestern. Und da sehen wir, dass wir hier auf Rang 7 waren, als wir uns entblößt haben. Und dort hatten wir 562k. Ja, das heißt, wir haben so Pi mal Daumen so 3k Ehre verloren etwa. Ne? Das geht eigentlich noch einigermaßen. So, dafür haben wir das FKK-Achievement. Das ist natürlich ganz nice. Ich habe hier noch keine Benachrichtigung bekommen dafür tatsächlich. Ich weiß nicht, wann man das bekommt irgendwie. Ja, aber vielleicht bekomme ich das irgendwann später oder wenn ich wieder komplett angezogen bin. Nö, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es. Ja, 24 Stunden ist erledigt. Das ist soweit passiert. Und jetzt kommen wir zum spannenden Part. Jetzt kommen wir mal zu W50. Ich zeige euch mal was ich gestern dort hatte. Und zwar waren wir hier auf Rang 39 und das mit 128.000 Ehre. Und jetzt gehen wir mal auf W50 und wir sehen schon, wir sind hier auf Rang 602 mit 101.000 Ehre. Das heißt, wir haben hier in den 24 Stunden über Nacht quasi 27.000 Ehre verloren. Das schmeckt auf jeden Fall. Also W50 ist schon recht aktiv, muss ich mal sagen. Und dort haben die Leute hier echt mich gut abgefarmt. Ja, man sieht, es sind auch teilweise auch die gleichen, die ja, hier sich nicht lumpen haben lassen. Und ja, das ist natürlich ziemlich belastend hier. Jetzt gerade heute auch. Heute Morgen ging es noch weiter. Ja, und wenn wir uns jetzt wieder hier die Stat-Punkte anziehen, beziehungsweise unser Equipment wieder anziehen, dann ja, sieht es dann auch wieder ganz anders aus auf einmal. Aber das ist schon heftig. Also wirklich von Rang 39 auf Rang 602 über Nacht einfach mal so 27.000 Ehre verloren. Ja, das ist also... Ich habe mir schon gedacht, dass das viel wird, aber dass es dann so heftig ist, ja, damit habe ich dann auch persönlich nicht gerechnet. Aber gut, das war auch meine Befürchtung gewesen so ein bisschen, dass es krass wird und deswegen wollte ich halt auch, ja, deswegen habe ich so lange den Drückeberger gemacht, sag ich mal. Ne? So, jetzt können wir uns hier wieder direkt anmelden, jetzt sind wir wieder voll am Start und wenn mich jetzt noch jemand hier angreift aus dem Ehrenrangbereich, dann sieht das Ganze auch wieder ganz anders aus hier, ne? Ja, dann können wir mal gleich mal hier ein bisschen Rache nehmen hier, ja? So, mal schauen, wie es nämlich jetzt aussieht. Ah ja, sieht nicht mehr so rosig aus hier, ne? Mal Crit-Treffer vielleicht nochmal für den Flex. Ah, jetzt, ach schade, kein Crit-Treffer. Okay, wäre nochmal cool gewesen, so einfach nur so. Ja, der einzige Vorteil von dem Ganzen ist, es gibt zwei Vorteile. Wir haben jetzt 5 Stat-Punkte mehr, weil wir ein Achievement mehr freigeschaltet haben. Und was aber auch ganz geil ist, tatsächlich, ist dadurch, dass wir jetzt so weit unten sind hier in der Ehrenhalle, habe ich überhaupt gar keine Probleme in nächster Zeit mit irgendwelchen Kämpfen hier in der Arena. Ja, weil wenn ich hier nämlich in den ersten Rängen war, hier so in den Top 30 oder Top 50, sag ich mal, da sind viele Leute, die halt ja, gleichwertig hoch sind, die geben mir oft aufs Maul und deswegen muss man dahingehend auch ein bisschen mehr Pilze manchmal einsetzen, weil man nicht immer gleich alle sofort besiegt. Dadurch, dass ich jetzt hier so weit unten bin, ja, kann ich jetzt hier, egal wen, weg, kann ich jetzt hier einfach so angreifen und ja, das ist halt ein Free Try so, ne? Also ihr seht's, da werde ich mich wieder ganz easy, ganz locker, flockig hochkämpfen mit der Zeit, ne? Und brauche da jetzt keine Befürchtung haben, dass ich jetzt irgendeinen Kampf verliere. Also von daher, ja, auch ganz cool, ne? Aber
gerade auf dem Battlemage muss ich sagen, ja, da jetzt hier so das Achievement zu haben nach über 4 Jahren, wo ich mich nicht getraut hatte, das jetzt mir, ja, oder ich habe es vergessen, nicht getraut, hat alles irgendwie so mit da reingespielt. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich es habe. Sind nur 5 Skillpunkte, aber haben oder nicht haben auf jeden Fall. Das ist ganz lustig gewesen. Wir gucken nochmal auf unseren Free-to-Play. Hier habe ich jetzt keinerlei weitere Statistiken geführt oder so, weil ja, der Account, der ist jetzt mir persönlich jetzt nicht so ultra wichtig gewesen. Und ja, ich glaube, hier ist auch nicht so diese Aktivität am Start wie auf dem anderen Server. Gerade auf W50 ist das ja das Extrembeispiel, sag ich mal. Ne? Also da hat man es ja wirklich gesehen, wie heftig aktiv der Server ist. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr einer derjenigen wart, die die Gunst der Stunde genutzt haben und ja, mich mal angegriffen haben hier auf W50. Einfach nur mal ja, weiß nicht, vielleicht einfach nur mal um gegen mich zu gewinnen oder so, keine Ahnung. Ja, aber die Zeiten, die sind jetzt vorbei. Jetzt geht's wieder anders lang hier. Ja, jetzt räume ich das Feld von hinten auf quasi, von den Top 600 und trotzdem besser als 99,77 Spieler. Hier sind auch schon tatsächlich, das sehe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal, auf W50 haben wir jetzt hier schon über 250.000 registrierte Spieler. Das ist auf jeden Fall auch erstmal eine Hausnummer, die man erreichen muss. Also, ja, ist halt der Jubiläumsserver. Ne? Ich habe jetzt nicht die Zahlen von den anderen internationalen Servern im Kopf, muss ich sagen. Aber es hört sich auf jeden Fall schon relativ viel an, sag ich mal so. Ne? Deswegen, ich gebe auch immer noch weiterhin den Tipp raus, falls ihr irgendwie neu starten wollt oder auf einem neuen Server irgendwie ja, eine Aufholjagd machen wollt oder, keine Ahnung, euch einen neuen Char sucht oder was weiß ich, dann fangt wirklich auf Servern an, wo das Potenzial hoch ist, dass die auch langfristig Bestand haben. Das sind meistens... Oh, warte mal, da haben wir so einen scheiß Auftrag hier, das muss ich nochmal gucken. Schattenfelsgebirge. Nö, haben wir nicht. Ja, Server mit Bestand, das sind meistens entweder Jubiläumsserver, sprich runde Server, W50, 40, 30, 20, 10. Oder ihr nehmt halt die allerersten Server, sowas wie W1, international, ist heute wahrscheinlich auch immer noch sehr aktiv. Dann S1 wird auch ein Server sein, der niemals untergehen wird. Allerdings ist da halt auch die Aufholjagd so gut wie unmöglich, weil dort die Leute natürlich auch dementsprechend schon hoch sind. Ne? Aber damit muss man halt rechnen, wenn man eine Aufholjagd macht, dann muss man davon ausgehen, dass man halt eben vielleicht nicht der Erste auf dem Server wird, es sei denn, ihr heißt Huro. So, dann kann das natürlich sein, dann habe ich nichts gesagt. So, dann will ich euch nicht weiter im Wege stehen hier. Ne? Ja, aber ansonsten, abseits davon, ist es natürlich schwierig, dort aufzuholen. Allerdings habt ihr nie das Problem, dass die Server inaktiv werden. Wenn ihr jetzt irgendeinen neuen Server nehmt, so, der jetzt kein Jubiläumsserver ist, der jetzt nicht gerade ist oder irgendeine besondere Zahl, so, was weiß ich, wie 53 jetzt als Beispiel der neueste Server. Klar wird es da auch immer Gilden geben auf dem Server, die Bestand haben werden. Es gibt immer, auf jedem Server gibt es immer irgendwo einen harten Kern, der Bestand hat, jahrelang. So, das wird es immer geben, ne? Aber halt, ja, eben nicht mehr in dieser Masse, in dieser breiten Masse wie auf W50 jetzt als Beispiel, dass halt wirklich so viele noch so weit hier unten immer noch jeden Tag aktiv am Spielen sind. Selbst in den Gilden. Wir haben immer nur so unsere Gilden hier im Blick, ne? Aber wenn man mal noch so weiter runterschaut, sind das hier auch alles Gilden, die vielleicht nicht oben mitspielen, aber die auch alle aktiv zumindest spielen, so, ne? Und das ist halt heftig. Und da muss man halt einfach sagen, das hat man eben ja meistens nur auf so einen runden Servern. Und das hat man auf, ja, zum Beispiel hier auf meinem Server, auf S31 hat man das jetzt halt auch weniger so, ne? Ist halt jetzt auch nicht der so interessante Server, auch wenn hier auf dem Server auch 278.000 Leute drauf sind, aber der ist auch schon deutlich, deutlich älter. Und damals hat man
ja, damals hatte Shakes and Fidget noch einen anderen Hype als heutzutage. Da haben viel mehr Leute sich auch angemeldet. Die Zeiten sind auch vorbei. Ja, deswegen würde ich euch empfehlen, auch noch nicht auf so einen Server zu spielen. Wir merken es ja selbst in unserer Gilde. Es ist schwer, wenn einer lieft, einen neuen reinzukriegen. Alle sind verhärtet in ihren Gilden. Keiner will wechseln irgendwo hin. Es ist eine Fusion von irgendwelchen Gilden. Das ist schier unmöglich. Ja, auch gar nicht erstrebenswert, muss man dazu sagen, weil dann irgendwo wahrscheinlich welche überbleiben würden, die müssten woanders unterkommen, also ist mehr Tumult als förderlich irgendwie das Ganze und deswegen auch schwierig her von der Thematik. Ne? Ja, deswegen nehmt einen Server, wo ihr wisst, der hat Bestand und da könnt ihr euch fröhlich entfalten und aussuchen, ja, in welche Gilde ihr wollt. Und könnt euch halt auch mit der Zeit hochkämpfen in den Gilden. Ne? Alles klar, Judy. Ich denke mal, das war's soweit für heute. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Rekordhalter bin mit dem, ja, weiß ich nicht, am schnellsten irgendwie Ehre verlieren. Ja, wer verliert am meisten Ehre in 24 Stunden oder so, ne? Ohne einen Angriff zu starten, sondern nur abgefarmt zu werden. Ja, also das ist krass, 27.000, also schon heftig. Aber wir haben es auf jeden Fall, es wird nicht wieder vorkommen, ne? Und wir brauchen hier kein Achievement mehr hinterher trauern. Alles klar, Leute, lasst es euch gut gehen. Ja, bleibt gesund, bleibt stabil und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.